Die ersten Entdecker möchten euch mit atemberaubender Grafik dank Unreal Engine 5 ein klassisches Siedler-Feeling vermitteln. Man orientiert sich dabei vor allem lose am verworfenen Die Siedler Alpha-Prototypen von Ubisoft und kombiniert das Ganze mit einer ordentlichen Prise Die Siedler 4. Was dabei herauskommt, klären wir in diesem News-Update anhand des Holzfällers der Römer. Mittlerweile hat sich der römische Holzfäller von seinem ursprünglichen Die Siedler 4 Holzfällerplatzhalter verabschiedet und sein eigenes Design erhalten. Was natürlich nicht bedeuten muss, dass dies nun das Finale ist. Jedenfalls bleiben die Wurzeln seines Designs erkennbar, was sicherlich nach wie vor nostalgische Erinnerungen bei dem einen oder anderen auslösen könnte. Grob gesagt haben wir immer noch einen rudimentären Bretterverschlag, der nun in seinem Inneren mit Stuhl und Tisch ergänzt wurde, auf dem auch ein Fass und eine Kanne zu erkennen ist. Außerhalb sehen wir 2 Äxte und einen Holzstumpf, auf dem man Bretter spalten kann. Interessant sind auch die beiden Ausgangsstapel für die beiden unterschiedlichen im Spiel vorkommenden Holzarten, dazu aber gleich noch mehr. Die nun integrierte Bauanimation soll nicht realistisch sein, sondern einfach Spaß machen und zu einem Siedlerspiel passen. So fallen die einzelnen Bretter förmlich ineinander oder ploppen auf. Der Bauarbeiter, der dies später mit seinem Hammer erledigt, fehlt natürlich noch. In die ersten Entdecker wird es wie im Ubisoft-Vorbild 2 Arten von Holz geben. Da hätten wir zum einen die weichere Variante in Form von Nadelholz, welche für den Bau von Gebäuden im Early- und Midgame verwendet werden wird. Die härtere Variante, also Laubholz, wird für grundlegende Waffen wie Holzknüppel, Bögen oder Holzsperre benötigt werden, aber auch im Mid- und Late-Game für Gebäude eingesetzt werden müssen. Und erinnert ihr euch noch an die ersten Entdecker-News mit einem Transportsystem über Flüsse den Berg hinunter? Dafür würdet ihr ebenfalls Hartholz benötigen. Die Welt von Die ersten Entdecker wird unterschiedliche Wälder in Form von Misch- und Monokulturen bieten, sodass ihr in eurem Holzfäller einstellen könnt, ob dieser die weichere oder härtere Variante bevorzugt fällen soll, um einem Engpass entgegenzuwirken. Die geschlagenen Holzstämme müssen anschließend ganz klassisch im Sägewerk zu Brettern weiterverarbeitet werden, bevor sie anderweitig eingesetzt werden können. Natürlich wird es auch einen Förster geben, der die gefällten Bäume nachpflanzt und sich je nach Wunsch ebenfalls auf die eine oder andere Holzvariante konzentrieren kann. Der Holzfäller soll sich übrigens nicht wie andere Gebäude im Spiel zu einer besseren Version ausbauen lassen. Wer mehr Bäume fällen möchte, muss also wie gehabt mehr Holzfäller errichten. Dafür sollte er aber ebenfalls wie gehabt in der Lage sein, den Arbeitsbereich für die hackenden Siedler einstellen zu können. Da man hier nun in gewissen Dingen doch stärker vom einstigen Ubisoft-Prototypen abweicht, lege ich euch an dieser Stelle gerne mal die 4 Jahre alte Die Siedler-News-Folge über den Holzfäller ans Herz, damit ihr einen guten Vergleich bekommt, wie es damals zum Beispiel völlig ohne Förster funktioniert hätte. Jetzt oben eingeblendet. Wie gehabt, bleibe ich für euch gerne am Projekt dran. Also, Abo dalassen, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal.